Danke, Gary. Sie hören Search the Scriptures Daily, ein Programm, in dem wir jeden ermutigen, der Gottes Wahrheit kennen möchte, für alles, was für die Errettung und für ein Leben, das ihm wohlgefällig ist, wesentlich ist, auf Gottes Wort zu schauen. Wenn Sie neu in unserem Programm sind, in diesem ersten Abschnitt gehen wir Dave Hunts Buch durch, When Will Jesus Come?, mit dem Untertitel Compelling Evidence for the Soon Return of Christ. Nun, Dave, in den letzten paar Wochen haben wir darüber gesprochen, dass viele Prophezeiungen erfüllt werden. Nun, ich will dich wirklich nicht irgendwie datieren, aber damals, als du noch mehr Haare hattest und in Beverly Hills gearbeitet hast, ausgerechnet dort, da kam ein Film heraus. Ich glaube, es war eine Dokumentation namens The Passover Plot. Was kannst du uns darüber sagen? Diese Dokumentation hat doch Einwände gegen das erhoben, worüber wir gesprochen haben, oder? Tom, du versetzt mich weit zurück in der Zeit. Das müsste, meine Güte, Anfang der 60er gewesen sein. Weißt du, Anfang der 60er, ganz sicher. Und ich hatte ein Büro im California Bank Building, Ecke Wilshire und Beverly Drive, falls das da draußen jemanden interessiert. Die erstklassige Lage. Es war das höchste Gebäude in Beverly Hills, 5 Stockwerke. Es gehörte Louis B. Mayer, der ab und zu in seiner chauffierten Limousine vorbeikam. Louis B. Mayer, Chef von MGM. Genau, Metro Golden Mayer. Ich bin Elizabeth Taylor im Aufzug begegnet. Ich glaube, ihr Psychiater war dort. Oder vielleicht war es, das sollte ich nicht sagen, vielleicht war es ihr Arzt. Ich weiß es nicht mehr. Und direkt gegenüber von meinem Büro war eine Christian Science Praktikerin, eine ziemlich ältere Dame. Ich habe nie gesehen, dass überhaupt ein Klient hineinging, aber sie kam treu jeden Tag ins Büro. Jedenfalls schrieb jemand, ich habe seinen Namen vergessen, ein Buch namens The Passover Plot, und sie machten einen Film daraus. Ich glaube nicht, dass es eine Dokumentation war. Ich glaube, es war eine dramatische Produktion. Ich bin nicht sicher. Ich wurde zur Vorpremiere in ein Kino eingeladen, gleich auf der anderen Straßenseite, einen halben Block weiter. Und es war jämmerlich. Es hat keinen besonders großen Eindruck gemacht. Nein, ich glaube, Dave, in jenen Tagen waren, so wie ich mich erinnere, Dokudramen das große Ding. Und so hatte es ein bisschen Dokumentationsfeeling. Und es hatte auch einige dramatische Elemente. Und so weiter. Tom, damals, in den Tagen von Cecil B. DeMille und anderen, war Hollywood nicht so antagonistisch gegenüber der Bibel. Jedenfalls nicht offen, so schien es. Und obwohl sie das Ganze aufgepeppt haben und es nicht bibelgenau war, waren sie dennoch nicht darauf aus, die Bibel zu zerstören, soweit ich mich erinnere. Dieser Film aber war es. Und die Grundhandlung war absurd, dass Jesus die Prophezeiungen im Alten Testament kannte und dass er sich mit Judas verschworen habe, um sie zu erfüllen. Stell dir vor, du willst dich selbst kreuzigen lassen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Na, wie wäre es damit, herauszufinden, wo du geboren werden wirst? Ich meine, lass uns das mal neu aufrollen. Genau, ja, aber darauf sind sie nicht einmal eingegangen. Es ging nur um den Passover-Plot. Natürlich würden sie darauf nicht eingehen. Nein, der Passover-Plot. Alles dreht sich um das letzte Abendmahl und so weiter. Also Jesus stachelt Judas dazu an. Wir lassen Jesus verraten. Da steht 30 Silberstücke. Also wird Judas, weißt du, so lange warten, bis er 30 Silberstücke bekommt. Dann wird er wieder hineingehen und er wird sie im Tempel hinwerfen. Dann wird er hinausgehen und sich erhängen. Und Jesus, aus all dem heraus, um die Prophezeiung zu erfüllen, wird Jesus gekreuzigt werden und dann wird er von den Toten auferstehen. Nun, dann musst du so tun, als wärst du gestorben, weißt du, irgendwie oder anders. Und dann werden die Jünger den Leichnam von den römischen Wachen stehlen. Das ist ein bisschen weit hergeholt, würde ich sagen. Wie Jesus wusste, wer an diesem Tag am Kreuz Dienst hatte. Die römischen Soldaten.
damit er einen von ihnen dazu bringen konnte, seine Seite mit einem Speer zu durchbohren. Das alles zu orchestrieren wäre ziemlich erstaunlich. Das würde ich auch sagen. Tom, ich erinnere mich an den Rabbi vor vielen, vielen Jahren. Ich habe ihn gehört und er sagte das. Er war ein totaler Skeptiker. Er glaubte, dass Mose aufgrund seiner Erkundung des Wüstengebiets dort draußen einen Ort gefunden habe, wo das Rote Meer gerade mal bis zu den Knien reichte. Schilfmeer sei es gewesen, und so seien sie hinübergekommen. Und dann eines Tages wachte er auf und merkte, dass es viel mehr Glauben erfordern würde, sich vorzustellen, dass die gesamte ägyptische Armee in knietiefem Wasser ertrinkt, als zu sagen, dass Gott das Meer geöffnet hat und sie dann ertränkt hat, indem das Wasser über ihnen zusammenstürzte. Jedenfalls, es war also ein bisschen weit hergeholt. Aber Tom, siehst du, die Prophetie ist der große Beweis, den Gott für die Gültigkeit seines Wortes anbietet. Dass er Gott ist, dass Jesus Christus der Retter ist. Siehst du, du hast keine Prophezeiungen für Buddha oder Konfuzius oder Mohammed oder irgendeinen dieser Menschen. Hunderte über den Messias Israels und alle erfüllt im Leben, Tod und in der Auferstehung Jesu. Und so haben, wie wir erwähnt haben, Paulus und die anderen Apostel das Evangelium gepredigt. Und ich denke, das ist es, was wir heute tun müssen. Geh einfach zu den Schriften, geh zu den hebräischen Schriften selbst, schau, was dort steht. Und es wurde alles in Jesus erfüllt. Richtig. Dave, das bringt uns zu Kapitel 11 deines Buches When Will Jesus Come? Du hast Kapitel 11, The Prince That Shall Come, betitelt. Du beginnst mit Bibelstellen aus Daniel. Und wie wir gesagt haben, Daniel, es ist so erstaunlich, dass Menschen im Lauf der Jahrhunderte versucht haben herauszufinden, wie sie es untergraben können, indem sie sagen, oh nein, das ist viel später und viel später passiert, als es so war. Es wurde später geschrieben. Nachträglich geschrieben. Das will ich sagen. Genau, ja, denn das ist die einzige Möglichkeit, wie du aus fleischlicher Sicht, im Sinne davon, nur deine Vernunft zu benutzen, damit zurechtkommen kannst. Du müsstest es rationalisieren, oder, denn es ist zu erstaunlich. Oder zugeben, dass dies eine Prophetie von Gott ist, so wie die ganze Bibel behauptet, es zu sein. Und sobald du anerkennst, dass dieser Gott existiert, der Gott der Bibel, und dass die Bibel sein Wort ist, stehst du vor einer Wahl. Du wirst entweder gegen ihn rebellieren und dich weigern anzunehmen, was er sagt, oder du wirst dich ihm unterwerfen. Und die Welt will das nicht. Also müssen wir es zerstören. Es ist wie in Apostelgeschichte Kapitel 9. Paulus, er war Saulus von Tarsus. Er wurde gerade Paulus, der Apostel. Und es heißt, er bewies den Juden, dass Jesus der Messias ist. Das ist genau dort in Damaskus, wo er zuerst gläubig wurde. Und dann in Jerusalem 3 Jahre später beweist er, dass Jesus der Messias ist. Den Griechen, den Römern und so weiter. Ebenso wie den Hebräern. Nun, was tun sie? Sie machten sich daran, ihn zu töten. Er musste aus Damaskus entkommen, in einem Korb über die Mauer hinabgelassen. Erinnerst du dich? Also, sie hatten alle Beweise, alle Fakten, und sie wollten nicht glauben. Menschen glauben, was sie glauben wollen. Also können wir dieser Unehrlichkeit entkommen, indem wir zeigen, dass diese Prophezeiungen nicht wahr sind oder dass sie ausgesprochen, niedergeschrieben wurden, nachträglich. Und darum geht es. Das ist das Problem. Daniel Kapitel 9. Ich lese einige Verse aus Kapitel 9 und Kapitel 8. Aber Daniel 9, 26 und 27. Und das Volk des Fürsten, der kommen wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und er wird den Bund mit den vielen für eine Woche bestätigen. Und in der Mitte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und dann Daniel 8, 24 bis 25. Und seine Macht wird stark sein, aber nicht durch seine eigene Macht. Und er wird die Mächtigen und das heilige Volk verderben. Und durch Frieden wird er viele verderben. Er wird sich auch gegen den Fürsten der Fürsten erheben, aber er wird ohne Hand zerbrochen werden.
Dave, das ist der Fürst, der kommen wird. Aber bevor wir dazu kommen, wer er ist, könntest du uns noch einmal ein wenig Hintergrund geben. Denn ich weiß, jemand, der gerade erst zuhört, selbst wenn er es schon einmal gehört hat. Die Sache mit den 69 Wochen. Dann eine Lücke in Bezug auf die 70. Woche. Was ist damit? Nun, wir sahen, ich glaube es war letzte Woche oder die Woche davor, Daniel Kapitel 9 beginnt damit, dass Daniel sagt, er sei in Babylon seit, ich weiß nicht, 68 Jahren gefangen, so ungefähr. Er liest die Schriften, die er hat, die Bücher Mose, und er hat Jeremias Prophetie. Er hatte wahrscheinlich die ganze Bibel, soweit sie bis dahin geschrieben war. Und plötzlich geht ihm ein Licht auf. Er kennt die Prophetie aus Jeremia Kapitel 25, dass 70 Wochen bestimmt sind über die Verwüstung Jerusalems. Und wir erklärten letzte Woche oder die Woche davor den Grund dafür. Als die Kinder Israels in das Land gebracht wurden, das verheißene Land, sagte Gott ihnen, dass es nicht nur jeden 7. Tag einen Sabbat geben wird, sondern auch jedes 7. Jahr. Ihr sollt den Boden nicht bearbeiten. Ihr sollt alle Schulden erlassen, die euch eure hebräischen Brüder schulden. Ihr sollt alle hebräischen Sklaven freilassen. Und 490 Jahre lang haben sie es nicht ein einziges Mal getan. Und Gott sagte, ihr werdet aus eurem Land weggeführt werden. Ihr werdet Sklaven werden und so weiter. Ihr werdet den Boden 70 Jahre lang nicht bearbeiten können, weil ihr dem Boden 70 Sabbate schuldet. Okay, und dann kommt der Engel Gabriel und sagt, Daniel, es kommt noch eine andere Zeitspanne von 490 Jahren, 70 Wochen von Jahren, 490 Jahre, und am Ende von 69 davon wird der Messias kommen, auf einem Esel nach Jerusalem reitend. Nun, Daniel gibt uns nicht all diese Details, aber Sacharja sagt, wie er kommen wird. Und Daniel sagt bis zum Kommen des Messias, des Fürsten, 69 Wochen von Jahren. Dann wird der Messias ausgerottet werden. Er wird getötet werden. Dann spricht es von einer weiteren Woche, dass der Fürst, der kommen wird, über den du gerade gelesen hast. Du bist bis, ich denke, Vers 26 gekommen. Vers 27 sagt, dass er einen Bund machen wird. Tatsächlich sagt das Hebräische, er wird der Welt und dem Volk Israel einen Bund auferlegen. Offensichtlich beinhaltet das den Wiederaufbau des Tempels und die Wiedereinsetzung der Tempelopfer. Denn es heißt, in der Mitte der Woche lässt er Speisopfer und Schlachtopfer aufhören. Also ist offensichtlich der Tempel wieder aufgebaut. Das Opfersystem ist wieder eingesetzt worden. Sie hatten es mal diese Jahrhunderte nicht. Und er wird die Welt zwingen, dies zuzulassen. Nun kommt man in alle möglichen Spekulationen hinein. Was ist mit dem Felsendom und all dem? Dave, bevor wir dahin gehen, lass mich ein wenig zurückgehen. Du schreibst, dass die 70. Woche nicht direkt nach der 69. Woche kam. Wenn sie es getan hätte, wären alle Dinge erfüllt worden, während Jesus hier war. Da ist ein Spielraum darin, aber im Grunde hätten viele, wenn nicht die meisten dieser Dinge bei Jesu erstem Kommen erfüllt werden müssen. Ja, Vers 24 gibt dir die Liste von allem, was vollbracht werden wird, einschließlich der Salbung des Allerheiligsten. Er wird, weißt du, Versöhnung für die Sünde geschaffen haben. Und er wird den Thron Davids eingenommen haben. Nun, offensichtlich ist das nicht geschehen. Die 69 Wochen erwiesen sich als wahr. Der Messias kam tatsächlich und er wurde ausgerottet. Aber dann konnte er die anderen Dinge, die er prophezeit hatte, nicht tun, wenn er ausgerottet ist, wenn er getötet ist. Es muss ein weiteres Kommen geben. Und das wäre dann natürlich für das Ende dieser 70. Woche vorgesehen. Also gibt es 70 Wochen von Jahren. Nun haben wir 7 Jahre hängend, weil der Messias gekreuzigt wurde. Er ist von den Toten auferstanden, aber er ging in den Himmel. Also sagen die Leute, Moment mal, wie kommt das, wenn da eine Lücke ist und so weiter. Es muss so sein, sonst ist Gott ein Lügner, denn dann wären Prophezeiungen, von denen wir immer und immer wieder gesagt haben, dass sie mit 100%iger Genauigkeit erfüllt wurden, nicht der Fall. Tom, es gibt heute so viele Christen, die dann vergeistlichen,
Oh, na ja, es muss alles geschehen sein. Sie vergeistlichen es weg. Nein, wir wissen, dass, sieh mal, es heißt, 70 Wochen sind bestimmt über dein Volk und über deine heilige Stadt. Nun, das sind die Juden, und das ist Jerusalem, das ist 9,24. Dann war die Prophetie, aber Jerusalem wird durch den Fürsten, der kommen wird, zerstört werden. Also wird Jerusalem zerstört werden. Das heilige Volk, die Juden, wird zerstreut werden. Israel wird nicht mehr sein. Und wir haben hier ein Problem. Wie willst du den Rest erfüllen? Der Messias wurde getötet, er ist von den Toten auferstanden, aber er ist in den Himmel gegangen. Also, wie du sagst, muss hier eine Lücke sein, eine Unterbrechung, und die Gemeinde wurde gebildet. Das Evangelium ging hinaus, die Juden lehnten ab, das Evangelium ging zu den Heiden hinaus, und das war gute Nachricht für die Heiden. Aber es war nichts Neues, es ist überall im Alten Testament. In 1. Mose 12,3 heißt es, Gott sagt zu Abraham, in deinem Samen sollen alle Nationen der Welt gesegnet werden. Das konnte nur durch den Messias sein, okay? Also glaube ich, dass wir jetzt in dieser Zeitspanne leben. Nun bewegen wir uns offensichtlich auf das Ende dieser Lücke zu, weil Israel wieder in ihrem Land ist. Das war nicht geschehen seit. Nun, man könnte sagen, es war eigentlich 2500 Jahre lang nicht wirklich geschehen. Nach der babylonischen Gefangenschaft kamen sie zwar wieder ins Land zurück, aber sie waren nicht wirklich eine unabhängige Nation. Sie standen unter dem Joch Roms. Sogar zur Zeit Jesu hier. Und wir hatten den Tempel des Herodes und so weiter. Aber das war nicht genug, um diese Prophezeiungen zu erfüllen. Nein, nein. Also hat es kein wirklich unabhängiges Israel gegeben, seit ungefähr 500 vor Christus, als Jerusalem zerstört wurde. Obwohl Juden im Land gewesen sind, standen sie immer unter der Kontrolle von jemand anderem, den Römern. Und dann zerstörten die Römer natürlich etwa 1000 Dörfer in den Jahren 132 bis 135 nach Christus. Und es gab eine weitere Diaspora. Und so, obwohl Juden ins Land zurückgekommen sind, konnten sie sich nie als nationale Einheit neu formieren. Bis zum 14. Mai 1948, als sie ihre Unabhängigkeit erklärten. Nun, Tom, es sieht so aus, als ob der Rest davon, diese 7 Jahre, diese letzte Woche, alles kommt in Stellung, damit das jetzt erfüllt werden kann. Also, vor dem zweiten Kommen der Rückkehr Christi gibt es einen Fürsten. Also, wer ist dieser Fürst, der kommen wird, von dem Daniel spricht? Nun, es heißt, das Volk des Fürsten, der kommen wird. Also ist das jemand, der noch kommen wird. Er ist zu jener Zeit nicht da. Aber das Volk des Fürsten, der kommen wird, wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Nun, es waren die Römer, die die Stadt zerstörten. 70 End Christus. Richtig. Und das Heiligtum, den Tempel, sie zerstörten den Tempel. Er ist seitdem nie wieder aufgebaut worden. Aber der Fürst, der kommen wird, war nicht da. Das waren seine Leute. Natürlich, das ist weit in der Geschichte. Was könnte die Beziehung sein? Nun, das war das Römische Reich. Also scheint es, dass der Fürst, der kommen wird, über ein wiederhergestelltes Römisches Reich herrschen wird. Und wie du weißt, haben die Europäer die Idee nie aufgegeben, dass die Größe des Römischen Reiches wiederhergestellt würde. Und heute sind wir in diesem Prozess. Ich meine, die Europäische Union. Ich denke, es geht darüber hinaus. Es wird weltweit sein. Aber immer mehr Nationen treten der EU bei. Es sind nicht 10. Ich bin mit der Vorstellung aufgewachsen, dass es eine 10-Nationen-Konföderation geben würde, die Westeuropa wiederbelebt. Nein, es spricht von einer weltweiten Konföderation. Der Antichrist wird die Welt kontrollieren und sie ist in 10 Regionen aufgeteilt und so weiter. Also Tom, würde ich sagen, wir kommen dem sehr, sehr nahe. Also ist der Antichrist der Fürst, der kommen wird. Sein Volk zerstörte die Stadt und das Heiligtum, und nun wird er es wiederherstellen. Das ist es also, was wir in Vers 27 bekommen. Er wird Israel und der Welt einen Bund auferlegen, der es erlaubt, den Tempel wieder aufzubauen und das Opfersystem wieder zu beginnen.
Und Israel wird denken, wow, das ist wirklich unser Freund. Aber er baut den Tempel nur wieder auf, um sein Bild dort hineinzustellen und zu verlangen, als Gott von den Juden und der Welt angebetet zu werden. In Johannes 5 sagte Jesus, ich bin im Namen meines Vaters gekommen, und ihr nehmt mich nicht an. Ein anderer wird in seinem eigenen Namen kommen, den werdet ihr annehmen. Und das ist der, von dem wir lesen, der durch Frieden viele verderben wird. Daniel 8,25. Und es ist erstaunlich, Dave. Wir haben in diesem Programm erwähnt, viele jüdische Menschen, die Jesus als den Messias abgelehnt haben, sagen, es sei, weil er keinen Frieden gebracht hat. Doch Frieden und dann das Wiederaufstellen des Tempels, damit das Opfer weitergehen kann, das ist alles, wonach Israel sucht. Frieden und einen Tempel und dass die Opfer weitergehen. Also werden sie ihn als den Messias feiern. Und er kommt nicht im Namen des Vaters, er kommt in seinem eigenen Namen. Er ist derjenige, der dies tut, weil das natürlich der falsche Messias ist. Der Fürst, der kommen wird. Der Fürst, der Messias, ist gekommen. Und Israel muss das erkennen. Aber sie tun es nicht. Und deshalb werden die meisten von ihnen von diesem falschen Fürsten, den falschen Messias, getäuscht werden. Und Tom, ich denke, wir kommen dieser Zeit sehr, sehr nahe.